Hallo und herzlich willkommen bei Gartenzeile. Heute sind wir zurück mit einem neuen Produkt von Gardena, dem Laub- und Rasensammler. Wir wünschen viel Spaß bei diesem Video. Allmählich wird es wieder früher dunkel, die Temperaturen gehen runter und das Laub fällt langsam von den Bäumen herunter. Manche lassen es einfach liegen, andere möchten ihren Rasen darunter schützen und sammeln die Blätter auf. Genau für diese Aufgabe hat Gardena ein neues Produkt auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um den Laub- und Rasensammler. Dieser soll für Blätter und für Vertikutiergut bzw. Rasenschnitt verwendet werden. Als erstes muss das Gerät aufgebaut werden. Wir haben kurz in der Bedienungsanleitung geblättert und der Aufbau hat keine 5 Minuten gedauert. Der Aufbau ist weitestgehend selbsterklärend. Wir haben erst alle Komponenten ausgepackt. Es sind Griffe, Plastik, Metallteile und der Fangkorb sowie der Hauptkorpus enthalten. Das ganze System ist wirklich sehr leicht, also vom Gewicht her. Es wiegt wenige Kilo, da es über keinen Motor oder Akku verfügt, sondern rein mechanisch funktioniert. Das ist uns sehr positiv aufgefallen. Die Rohre werden ineinander gesteckt und von unten verschraubt. Ein Schraubenzieher ist leider nicht dabei. Als letztes müssen noch die Füße für die Standsicherheit montiert werden. Das ist wirklich ein praktisches Feature, dazu aber später mehr. Genau im Vergleich zu den Spindelmähern ist das nämlich ein riesiger Fortschritt. Das sehen wir aber später. Wie bereits erwähnt, waren wir nach wenigen Minuten startklar. Der letzte Schritt waren die Metallaussteifungen für den Fangkorb sowie den Greifbügel. Diese werden einfach eingefädelt und am Ende eingeklippt. Danach ist auch wirklich alles startklar und wir können anfangen, das Laub aufzusammeln bzw. das Gerät auszuprobieren. Man schiebt den Sammler einfach vor sich her. Das geht mit wirklich wenig Kraftaufwand. Das sollte für jeder Mann oder jeder Frau ohne weitere Probleme möglich sein. Man schiebt von hinten mit leichtem Druck, die Räder drehen sich, bewegen innen drin die Rolle mit den Fächern bzw. mit den kleinen Plastikstäben, die das Laub entsprechend aufsammeln. Wie wir hier sehen, wir haben erstmal das Gerät auf der höchsten Stufe belassen, wie es ab Werk zu uns kam. Da werden die Blätter schon zuverlässig aufgesammelt, man kann aber zusätzlich noch die Höhe verstellen. Es ist unterschiedlich je nach Untergrund, also wie hoch mein Rasen ist, wie viel Moos ich habe oder ob ich auf Gehwegplatten unterwegs bin. Auf der niedrigeren Stufe wurden deutlich mehr Blätter eingesammelt. Für unseren Rasen ist aber die mittlere Einstellung am besten gewesen. Dort werden die Blätter wirklich zuverlässig aufgesammelt. Das Ganze hat Spaß gemacht und war mit wenig Kraftaufwand verbunden. Für uns war es eher wie ein anstrengendes Spazierengehen und wir haben dabei einfach die Blätter vom Rasen aufgesammelt. Sie fliegen in einem schönen hohen Bogen in den Fangkorb rein, nicht an der Seite vorbei, sondern landen genau dort, wo sie hin sollen. Der Fangkorb mit dem neuen Tragegriff, den gibt es bei den Spindelmähern noch nicht. Da würde ich mir wünschen, dass es sowas auch gibt, ist wirklich hervorragend gelungen. Der neue Einhakmechanismus ist in meinen Augen eine wirkliche Innovation. Bei dem Produkt ist es meiner Meinung nach auch nicht so wichtig, sondern eher bei den Spindelmähern. Ich hoffe, dass Gardena auch dort bald diese Produkte einführen wird, denn auch die Tragehilfe ist hervorragend. Man kann es viel leichter halten und ausschütten und das durch so einen einfachen Trageholm. Die Standfüße, die wir jetzt sehen, sorgen für zusätzliche Stabilität, sodass das Gerät auch nicht mehr einfach hinfällt, wie wir es auch schon bei den Spindelmähern gesehen haben. Ich verlinke dazu hier oben einmal das Video von einem Gardena Spindelmäher. Da kann man die Unterschiede wirklich gut sehen. Bei der Vorwärtsbewegung drehen die Fächer sich, bei der Rückwärtsbewegung nicht. Dadurch kann man es auch ähnlich führen, fast wie ein Staubsauger. Einfach mal vor und zurück an mehreren Stellen aus dem langen Arm. Und alle Blätter werden aufgesammelt, denn gerade wenn man 1-2 Mal rüber geht, ist wirklich alles weg. Wenn man es mutwillig runterfallen lässt, sieht man, dass es auch immer noch hinten rüber kippt. Aber wenn man es wirklich einigermaßen ordnungsgemäß bedient, ist es kein Problem. Denn steht der Laubsammler wirklich stabil auf dem Boden. Als nächstes haben wir ein paar Blätter auf unserem Gehweg hier verteilt
und wollten schauen, wie das Gerät funktioniert. Erst einmal rüber, wieder auf der mittleren Stufe. Dabei ist uns aufgefallen, dass es eventuell ein bisschen hoch eingestellt ist und um den Extremtest zu machen, haben wir es ganz nach unten gestellt. Da sieht man es, die Räder blockieren. Wenn es zu weit unten ist, blockieren die Räder. Dann muss man einfach ein Stück nachjustieren und alles dreht sich wieder. Das hat auch wirklich hervorragend funktioniert auf den Gehwegplatten. Die Blätter waren halb nass, halb trocken und beide hat er wirklich vernünftig eingesammelt. Gerade im hinteren Bereich von dem Weg kann man schön sehen, dass nur noch wenige Blätter vorhanden sind, die entweder liegen bleiben können oder noch von Hand aufgenommen werden. Daher auch mein Fazit. Mir gefällt der Laubsammler von Gardena wirklich gut und er bekommt von uns einen Daumen nach oben. Selbst kleine Äste oder größere Gegenstände werden mit aufgenommen. Falls du uns noch nicht abonniert hast, lass uns gerne ein Abo da und, falls du noch nicht gesehen hast, ein weiterer Videovorschlag für dich. Die Produkte sind wie immer in der Videobeschreibung für dich verlinkt. Viel Spaß beim Gärtnern und bis zum nächsten Mal. Beachte auch unser Gartenmagazin unter gartenzeile.de. Viel Spaß beim Lesen.